Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Ina und hier geht's um Nähen, DIY und Upcycling. In diesem Video zeige ich zwei Nähprojekte. Von meinem Ledermantel aus dem letzten Video habe ich noch Leder übrig und da habe ich aus einigen Stellen große Stücke ausschneiden können und darum geht's in diesem Video. Einige interessierten sich doch für eine genauere Anleitung der Quaste, die ich im letzten Video gezeigt habe. Dafür ist das kleine Stück. Gleich zeige ich Schritt für Schritt, wie ich die Quaste gemacht habe. Aus dem großen Stück nähe ich so eine Kartentasche oder ein Mini-Geldbeutel mit Steppoptik. Die Tasche hat zwei Fächer und der Deckel ist abgesteppt. Wenn du sie ohne Absteppen nähst, dann bist du mit gerade mal 2 Nähten fertig. Für beide Projekte sollte das Leder nicht zu dick sein. Für die Quaste brauchst du zusätzlich einen Karabinerhaken und eine Niete. Los geht's mit der Quaste. Dafür brauchst du ein Stück Leder, 8 x 15 cm. Dann so einen schmalen Streifen, der durch deinen Karabiner passt. Wenn er so drum gewickelt ist, sollte er so 2,5 bis 3 cm lang sein. Dann nimmst du dir das große Stück und legst es mit der linken Seite nach oben vor dich und zeichnest bei 2 cm eine Linie. Dann schneidest du im Abstand von ein paar Millimetern immer bis zu der Linie kleine Schlitze. Das Teil ist fertig. Zusätzlich brauchst du gleich noch für die Niete so eine Lochzange. Dann nimmst du dir den Karabiner und legst ihn so circa 1 cm vom Rand auf die linke Seite vom Leder und klappst das Leder jetzt immer so um das Stück Leder vom Karabiner herum. Wenn das am Ende nicht ganz auskommt und so ein bisschen übersteht, dann schneidest du das einfach ab. Dann machst du mit der Zange ein Loch in das Leder. Dann steckst du die Niete hindurch und befestigst sie mit einer Zange oder wie ich hier mit dieser Ösenpresse und dann ist die Quaste auch schon fertig. Weiter geht's mit dem Mini-Geldbeutel. Hierfür brauchst du ein Stück Leder 13 x 55 cm groß, einen Druckknopf und ein Stück Webband etwas breiter als das Stück. Ich kann mich noch nicht entscheiden, ich werde gleich überlegen, welches von den beiden ich nehme. Dann noch ein Lineal, ein Stift und eine Schere. Jetzt zeichnen wir auf die rechte Seite vom Leder. Daher vom Stift, also ich nehme jetzt schwarz, damit man es gut erkennen kann, aber ansonsten sollte man vielleicht einen helleren Stift wählen, den man natürlich gut sieht, aber der nachher nicht mehr so sichtbar ist. Also 22 cm von dem Rand ziehst du eine Linie.
Dann beginnst du an einer Ecke. 2 Zentimeter von der Ecke entfernt ziehst du deine erste diagonale Linie. Und dann, immer im Abstand von 2 Zentimetern, zeichnest du eine Linie, bis du auf der anderen Seite angekommen bist. Dann machst du das gleiche von der anderen Ecke ausgehend, sodass sich ein schönes Rautenmuster ergibt. So, das ist jetzt fertig. Jetzt kommt etwas, das ist nichts für Ungeduldige. Aber ich finde, es kann durchaus meditativ sein. Die ganzen Linien werden jetzt abgesteppt. Ich habe das auch schon mal an den Passen einer Jeansjacke gemacht. Ich finde das cool. Was meinst du? Bevor ich anfange, habe ich auf einem Rest mal ein paar Farben ausprobiert und mich dann entschieden für die. Wenn du hast, benutze einen Dreifach-Gradstich. So kommt die Farbe besser zur Geltung. Die Nähte, die auf diese Linie treffen, enden auch dort. Da kommt nachher das Webband drüber. Jetzt steppst du also nacheinander jede Linie ab. Erst in die eine Richtung und dann in die andere. So sieht das jetzt aus. Jetzt schneide ich erstmal alle Fäden ab. Nun kannst du ein Stück Webband zuschneiden, das rechts und links ca. 1 cm übersteht. Das kommt dann über diese Linie. Knappkantig rechts und links aufnähen. Als nächstes machst du 2 Markierungen, und zwar einmal vom Rand 14 cm, rechts und links eine kleine Markierung machen. Von dieser Markierung ausgehend 12 cm weiter oben ebenfalls rechts und links markieren. Nun an den Markierungen ein paar kleine Knipse machen, weil man das Gemalte nachher nicht so gut sieht. Jetzt legst du die Tasche in Form. An der oberen Markierung klappst du das Leder rechts auf rechts. Dann legst du die andere Markierung, also den Schlitz, von der unteren Markierung auf die Kante. Und faltest jetzt den Stoff wieder nach oben und das Ende wieder nach unten. Dann nimmst du das lange Teil von oben und legst es rechts auf rechts an die Kante unten. Nun klammerst du das fest. Jetzt kommen die beiden Nähte. Also, wenn du nicht gesteppt hast, dann sind das die einzigen Nähte. Rechts und links zusammennähen.
Am besten startest du auf der dünneren Seite und die Nähte wirklich gut verriegeln. Ein paar Mal hin und her nähen, damit das nachher beim Wenden nicht aufgeht. An den Ecken und den Seiten die Nahtzugabe zurückschneiden. Dann kannst du die Tasche wenden. Du siehst ja hier schon das sind die Fächer und das ist das Gesteppte und dadurch wird die Tasche jetzt einmal auf rechts gewendet. Dort unten ist jetzt noch offen und das muss noch gewendet werden. Dafür greifst du oben rein und drückst das so nach außen. Und dann formst du das wieder schön aus. Jetzt fehlt noch der Druckknopf. Dafür nimmst du dir das Oberteil vom Druckknopf und legst es auf die Mitte und drückst es einmal so fest drauf, dass eine Markierung entsteht und dort kannst du ein Loch machen. Durch das Loch machst du eine Markierung auf dem Beutel für den Druckknopf. Dort ebenfalls ein Loch machen und dann kannst du den Druckknopf befestigen. Jetzt fehlen nur noch die paar Handgriffe und dann ist das Täschchen fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich wollte mich auch nochmal ganz herzlich für die ganzen tollen Reaktionen auf mein letztes Video bedanken. Auch bei diesem Video freue ich mich natürlich über ein Feedback. Bis dann!